Lektion 1. Sichtseeing-Spaß. Was war die denkwürdigste Besichtigungstour, die du je gemacht hast, Anna? Ich würde sagen, der Besuch des Grand Canyon war unvergesslich. Die Aussicht war atemberaubend. Wow, das kann ich mir nur vorstellen. Bist du da gewandert? Ja, das haben wir. Es war eine herausfordernde Wanderung, aber jeden Schritt wert. Wie steht's mit dir? Ich habe es geliebt, die Straßen von Paris zu erkunden. Die Architektur ist faszinierend. Paris ist so romantisch. Hast du den Eiffelturm besucht? Natürlich. Darauf zu gehen und die Stadt von oben zu sehen, war magisch. Ich wette. Hast du lokales Essen probiert, als du dort warst? Oh ja, das Gebäck war ein Traum. Croissants jeden Morgen. Das klingt wie ein Traum. Ich würde gerne ein authentisches französisches Gebäck probieren. Das solltest du. Es ist eine Erfahrung, die du nicht vergessen wirst. Irgendwelche Orte auf deiner Bucketlist? Ich möchte Japan wirklich wegen seiner Kultur und Kirschblüten besuchen. Japan klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass das Essen auch köstlich ist. Lektion 2. Gemeinsam erkunden. Weißt du, Anna, wenn wir am selben Tag wiederkommen, haben wir mehr Zeit zum Erkunden. Das klingt nach einem Plan. Welche Orte sollten wir deiner Meinung nach besuchen? Ich würde gerne das Kunstmuseum sehen und danach vielleicht eine lokale Aufführung sehen. Das wäre fantastisch. Kunst inspiriert mich immer. Hast du einen Lieblingskünstler? Ich bin ein großer Fan von Van Gogh. Sein Umgang mit Farben ist faszinierend. Van Gogh ist brillant. Ich bewundere, wie er Emotionen durch seine Kunst ausdrückt. Genau. Es ist, als ob jedes Bild eine Geschichte erzählt. Wie steht's mit dir? Ich mag Frida Kahlo wirklich. Ihre Arbeit ist so persönlich und kraftvoll. Sie ist unglaublich. Ich finde es toll, wie sie ihre Identität in ihre Kunst einfließen lässt. Ja, und ihre leuchtenden Farben sind faszinierend. Wir sollten auf jeden Fall eine Galerie besuchen. Das wäre eine großartige Möglichkeit, den Tag zusammen zu verbringen. Lektion 3. Picknickpläne. Ich dachte, wir könnten ein paar Snacks für unseren Ausflug einpacken, Anna. Das ist eine tolle Idee. Was hast du für unser Picknick im Sinn? Ich dachte an Sandwiches und etwas Obst zum Mitnehmen. Das klingt köstlich. Wir können auch Chips für einen knusprigen Leckerbissen mitbringen. Perfekt. Vielleicht auch ein paar Kekse zum Nachtisch? Ja, ein süßer Leckerbissen macht ein Picknick immer angenehmer. Welche Früchte sollten wir deiner Meinung nach einpacken? Wie wäre es mit Erdbeeren und Trauben? Sie sind leicht zu knabbern. Tolle Auswahl. Sie werden uns erfrischen, während wir uns entspannen. Sollen wir auch eine Decke zum Sitzen mitbringen? Definitiv. Ein gemütliches Plätzchen macht alles besser. Lektion 4. Raffinierte Gespräche.
Hey Anna, ich wollte dich schon lange nach deinen neuesten Bastelprojekten fragen. Hallo John, ich habe letztes Wochenende tatsächlich ein paar Papierblumen gebastelt. Sie sind ziemlich lebendig geworden. Das klingt herrlich. Was hat dich dazu inspiriert, Papierblumen zu kreieren? Ich wollte etwas, das länger hält als echte Blumen und meinem Zimmer Farbe verleiht. Hast du schon einmal versucht zu basteln? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe mal einen Traumfänger gebastelt. Es war eine ziemliche Erfahrung. Traumfänger sind faszinierend. Hast du spezielle Materialien für deine verwendet? Ich habe ein paar Federn und Perlen verwendet, die ich in einem örtlichen Kunsthandwerksladen gefunden habe. Es war ein bisschen chaotisch, aber lustig. Chaotisches Basteln kann die beste Art sein. Ich habe kürzlich auch meine eigenen Keramiken bemalt. Keramik bemalen? Das klingt faszinierend. Was hast du gemalt? Ich habe ein Set bunter Tassen kreiert. Ich habe sogar einige skurrile Designs hinzugefügt, um sie einzigartig zu machen. Einzigartige Tassen? Ich würde sie gerne sehen. Benutzt du sie regelmäßig? Ja, das tue ich. Hinter jeder Tasse steckt eine Geschichte. Das macht meinen Morgenkaffee so viel angenehmer. Das ist eine großartige Art, den Tag zu beginnen. Ich denke darüber nach, mich auch im Töpfern zu versuchen. Töpfern ist ein wunderbares Handwerk. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist therapeutisch. Das habe ich gehört. Was gefällt dir am besten an der Töpferei? Ich liebe es, den Ton zu formen. Es ist, als würde man seine eigene kleine Welt formen. Was ist mit dir? Ich genieße die Kreativität beim Basteln, einfache Materialien in etwas Schönes zu verwandeln. Unbedingt. Es ist, als würde man seinen Ideen Leben einhauchen. Gibt es noch andere Handwerke, an denen du interessiert bist? Ich bin neugierig auf Holzbearbeitung. Es scheint herausfordernd und doch lohnend. Holzbearbeitung lohnt sich in der Tat. Sie können Möbel oder schöne Dekorationen kreieren. Haben Sie an ein Projekt gedacht? Ich dachte darüber nach, ein kleines Bücherregal zu bauen. Es wäre eine nette Ergänzung zu meinem Zimmer. Das klingt nach einem fantastischen Projekt. Du musst es mir zeigen, wenn es fertig ist. Definitiv. Vielleicht frage ich dich unterwegs sogar um Tipps. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Basteln macht mit einem Freund immer mehr Spaß. Einverstanden. Vielleicht könnten wir bald einen Basteltag organisieren. Das ist eine tolle Idee. Wir können Techniken austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Ich kann es kaum erwarten. Wir werden eine Auswahl an Kunsthandwerk herstellen, um unsere Kreativität unter Beweis zu stellen. Ja, es wird ein bunter Tag voller Lachen und Kreativität. Ich freue mich darauf. Wer weiß, welche Meisterwerke wir zusammen schaffen werden. In der Tat Meisterwerke. Basteln bringt den Künstler in jedem zum Vorschein. Das tut es wirklich. Stellen wir sicher, dass wir auch unsere Fortschritte dokumentieren. Tolle Idee. Wir können sie mit unseren Freunden teilen und sie dazu inspirieren, sich uns anzuschließen.
Genau. Lasst uns die Freude am Basteln weit und breit verbreiten. Lektion 5. Wegbeschreibungen finden. Guten Morgen, Anna. Ich habe über meine Route zum neuen Café nachgedacht. Oh, wirklich? Was ist der beste Weg dorthin? Mir wurde gesagt, ich solle an der nächsten Kreuzung links abbiegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Vielleicht möchtest du eine Karte überprüfen. Karten können für Wegbeschreibungen sehr hilfreich sein. Das ist wahr. Normalerweise verlasse ich mich auf mein GPS, aber manchmal gibt es komische Routen. GPS kann schrullig sein. Bist du jemals an einem völlig unerwarteten Ort gelandet? Ja. Einmal führte es mich in einen Park statt in ein Restaurant. Am Ende habe ich ein Picknick gemacht. Das klingt nach einer lustigen Überraschung. Glaubst du, du wirst dieses Mal versuchen, das Café ohne GPS zu finden? Ich könnte es versuchen. Es könnte ein Abenteuer sein. Außerdem würde ich gerne die Gegend erkunden. Erkunden ist immer eine gute Idee. Sie wissen nie, welche versteckten Juwelen Sie finden könnten. Genau. Hast du irgendwelche Tipps für die Navigation ohne GPS? Ich schlage vor, Wahrzeichen zu identifizieren. Sie können dir helfen, dich an deine Route zu erinnern. Toller Tipp. Ich werde unterwegs nach einzigartigen Gebäuden oder Schildern Ausschau halten. Ja, und wenn du dich verirrst, frag einfach jemanden nach dem Weg. Die Leute sind normalerweise freundlich. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist die abenteuerlichste Route, die du je genommen hast? Ich bin einmal falsch abgebogen und in einer winzigen Stadt mit einer tollen Bäckerei gelandet. Das klingt herrlich. Vielleicht habe ich Glück und finde auch eine versteckte Bäckerei. Man weiß nie. Halte einfach deine Augen offen. Ich freue mich darauf, diesen neuen Ansatz auszuprobieren. Ich werde über mein Abenteuer berichten. Lektion 6. Sandy Adventures. Hallo, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende Sandburgen am Strand zu bauen. Das klingt lustig. Ich liebe es, Sandburgen zu bauen. Welche Art hast du vorzumachen? Ich möchte ein riesiges Schloss mit Türmen und einem Wassergraben bauen. Wow, das ist ehrgeizig. Hast du schon einmal so einen gebaut? Ich habe es letzten Sommer versucht, aber es ist auseinandergefallen. Dieses Mal verwende ich Eimer aus Stabilitätsgründen. Gute Idee. Die Verwendung von Eimern hilft, starke Wände zu schaffen. Womit wirst du es dekorieren? Ich dachte darüber nach, Muscheln und Seetang zur Dekoration zu verwenden. Was denkst du? Das klingt wunderschön. Muscheln können eine schöne Note verleihen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Willst du zu mir kommen? Das würde ich liebend gerne. Wir können einen Sandburgenwettbewerb veranstalten. Das ist eine tolle Idee. Wir können sehen, wer den besten baut. Und wir können unsere Kreationen in den sozialen Medien teilen. Ja, die Welt muss unsere sandigen Meisterwerke sehen.
Ich kann es mir schon vorstellen. Welche Snacks sollten wir für unseren Strandtag mitbringen? Wie wäre es mit etwas Obst und Sandwiches? Sie sind leicht zu packen. Perfekt. Ich bringe eine Kühlbox mit Getränken mit. Fantastisch. Ich kann unser Sandabenteuer am Strand kaum erwarten. Lektion 7. Sportliche Gespräche. Hey Anna, hast du Baseball als den Inbegriff des zentralamerikanischen Sports betrachtet? Unbedingt. Baseball hat in Mittelamerika eine so reiche Geschichte. Was findest du daran am interessantesten? Ich finde die Leidenschaft, die Fans für ihre Teams haben, unglaublich. Es ist wie eine Feier in jedem Spiel. Das ist es wirklich. Und die Spieler werden oft zu lokalen Legenden. Hast du einen Lieblingsspieler? Ich bewundere Roberto Clemente für seine unglaublichen Fähigkeiten und seine humanitäre Arbeit. Er war eine wahre Ikone. Was denkst du über den Einfluss des Fußballs in Amerika? Fußball ist rasant gewachsen. Viele Menschen fühlen sich von seiner schnelllebigen Natur angezogen. Ich stimme zu. Die Aufregung eines Last-Minute-Tors kann berauschend sein. Genau. Ich finde es faszinierend, wie beide Sportarten ihre einzigartigen Fangemeinden haben. Ja, und die Rivalität zwischen Baseball- und Fußballfans kann ziemlich amüsant sein. Richtig. Es führt oft zu humorvollen Debatten darüber, welcher Sport besser ist. Ich liebe es, diese Diskussionen zu hören. Denken Sie, dass beide friedlich koexistieren können? Definitiv. Es gibt genug Platz für beide Sportarten, um sich zu entfalten und die Fans zu unterhalten. Ich hoffe, dass mehr Menschen beide Sportarten schätzen, wenn sie an Popularität gewinnen. Ich auch. Es wäre toll, wenn Gemeinden beim Sport zusammenkommen würden. Ja, und wer weiß, vielleicht könnten wir ein Freundschaftsspiel organisieren. Das ist eine geniale Idee. Wir könnten Freunde von beiden Seiten einladen. Lektion 8. Gartengeräte in Hülle und Fülle. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass es in der Stadt ein neues Gartengeschäft gibt. Wirklich. Das klingt aufregend. Was für Gartengeräte haben Sie? Sie haben alles, von Schaufeln bis hin zu schicken Gießkannen. Ich bin neugierig, es mir anzusehen. Ich liebe es, Gartengeräte einzukaufen. Es fühlt sich an, als würde man neues Spielzeug für Erwachsene bekommen. Genau. Außerdem können die richtigen Werkzeuge die Gartenarbeit erheblich erleichtern. Was ist dein liebstes Gartengerät? Ich würde sagen, meine Kelle. Sie ist klein, aber sehr praktisch, um Samen zu pflanzen. Gute Wahl. Ich kann ohne meine Gartenschere nicht leben. Sie machen einen großen Unterschied. Davon brauche ich ein paar. Glaubst du, du wirst den neuen Laden besuchen? Definitiv. Ich würde gerne sehen, welche einzigartigen Artikel sie anbieten. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen und einen Tag daraus machen. Das klingt wunderbar. Wir können danach zu Mittag essen und unsere Gartenpläne besprechen.
Ja. Ich möchte dieses Jahr versuchen, mehr Gemüse anzubauen. Was ist mit dir? Ich bin sehr daran interessiert, einen Kräutergarten anzulegen. Frische Kräuter eignen sich am besten zum Kochen. Das ist eine fantastische Idee. Wir sollten unsere Gartenerfolge miteinander teilen. Lektion 9. Ideen für Spieleabende. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, welches Spiel wir diese Woche spielen sollten? Hallo John, ich habe tatsächlich über ein Quizspiel nachgedacht. Sie sind immer lustig und lehrreich. Wissenswertes klingt großartig. Wir könnten sogar Teams haben, um es wettbewerbsfähiger zu machen. Ja, die Teams würden für ein ganz neues Maß an Spannung sorgen. Denkst du, wir sollten ein Thema für die Trivia haben? Ein Thema ist eine fantastische Idee. Vielleicht so etwas wie Filme oder Geschichte. Filme könnten ansprechender sein. Jeder liebt es, über seine Lieblingsfilme zu sprechen. Genau. Außerdem könnten wir einige ikonische Zitate zum Erraten hinzufügen. Das wäre saukomisch. Ich kann mir die dramatischen Nachstellungen dieser Zitate schon vorstellen. Richtig. Wir könnten Punkte für Kreativität bei den Nachstellungen vergeben. Oh, das wäre brillant. Je übertriebener, desto besser. Absolut. Ich kann mir jetzt jemanden vorstellen, der vorgibt, ein berühmter Superheld zu sein. Oder sogar ein klassischer Bösewicht. Diese Charaktere haben immer die besten Zeilen. Apropos Bösewichte, welcher wäre deiner Meinung nach am schwierigsten zu porträtieren? Wahrscheinlich jemand wie der Joker. Er hat so einen einzigartigen Stil und Manierismen. Stimmt. Diese chaotische Energie einzufangen wäre eine Herausforderung. Denkst du, wir sollten einen Preis für das Siegerteam haben? Ein Preis würde es noch verlockender machen. Vielleicht eine lustige Trophäe? Das wäre perfekt. Wir könnten es sogar selbst machen, um die Kreativität zu erhöhen. Ich liebe diese Idee. DIY-Trophäen könnten zu einer neuen Tradition für unsere Spieleabende werden. Ja, es würde jedem etwas Unvergessliches geben, das er mit nach Hause nehmen könnte. Und es würde die Leute dazu inspirieren, jede Woche ihr Bestes zu geben. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sich alle einfallen lassen. Das wird ein epischer Spieleabend. Lass uns die Details finalisieren und die Einladungen verschicken. Lektion 10. Zahnärztliche Abenteuer. Hey Anna, ich hatte gerade meine Zahnuntersuchung und weißt du was? Hallo John, was ist passiert? Hast du gute Neuigkeiten bekommen? Ja, aber die Fluoridbehandlung war eine Überraschung. Es schmeckte nach Kaugummi. Kaugummi. Das ist ungewöhnlich. Ich erinnere mich, dass es minzig war, als ich es hatte. Richtig. Ich hatte auch Minze erwartet. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Süßwarenladen statt beim Zahnarzt. Das klingt herrlich. Hat dir der Geschmack gefallen oder war er zu süß? Es war eigentlich ziemlich unterhaltsam, aber ich fühlte mich wieder wie ein Kind. Ich musste es danach allerdings in eine Schüssel spucken. In eine Schüssel spucken?
Das klingt amüsant. Fühlte es sich an, als wärst du in einer Gameshow? Genau. Es fühlte sich an, als würde ich darum wetteifern, wer am weitesten spucken kann. Das wäre ein lustiges Spiel. Stellen Sie sich vor, der Zahnarzt feuert uns an. Und der Gewinner ist derjenige mit dem besten Ziel. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Patienten in Laborkitteln, die versuchen, ins Schwarze zu zielen. Vielleicht sollten wir es unseren Zahnärzten empfehlen. Sie könnten lustige Elemente hinzufügen. Ich liebe diese Idee. Sie könnten sogar Preise für die besten Spucke anbieten. Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine Zahnbürste gewonnen. Oder ein Zahnpastageschmack Ihrer Wahl. Der ultimative Preis. Wer hätte gedacht, dass Zahnarztbesuche so unterhaltsam sein können? Es geht nur um Perspektive, nicht wahr? Aus etwas Alltäglichem ein lustiges Erlebnis machen. Definitiv. Ich denke, ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Termin. Das Gleiche hier. Vielleicht können wir sogar zusammen hingehen und unseren eigenen zahnmedizinischen Spieleabend veranstalten. Was für ein Plan! Das wäre der einzigartigste Spieleabend aller Zeiten. Kaugummi, Fluorid und Lachen, was können wir uns mehr wünschen? Genau. Lass die zahnärztlichen Abenteuer beginnen. Lektion 11. Musikalisch Muster. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie Musik mit Mustern spielen kann? Hallo John, absolut. Es ist faszinierend, wie manche Songs traditionelle Muster durchbrechen. Richtig. Ich habe kürzlich ein Lied gehört, das den Rhythmus auf halbem Weg komplett verändert hat. Das klingt faszinierend. Hat es der Musik eine neue Ebene hinzugefügt? Ja, es fühlte sich an, als hätte sich der Song vor meinen Ohren verändert. Die neuen Akzente waren unerwartet, aber erfrischend. Ich liebe es, wenn das passiert. Es hält den Zuhörer auf Trab, nicht wahr? Definitiv. Es ist wie eine musikalisch Überraschungsparty. Du glaubst zu wissen, was dich erwartet, dann bam. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kreativität freizusetzen. Künstler können sich auf einzigartige Weise ausdrücken. Ich stimme zu. Manche Musiker mischen sogar Genres und kreieren so ganz neue Sounds. Das ist wahr. Ich habe einen Künstler gehört, der klassische Musik mit Hip-Hop vermischt hat, und das war faszinierend. Wow, das ist ein mutiger Schritt. Durch das Mischen von Stilen kann etwas völlig Neues und Aufregendes entstehen. Das kann es wirklich. Diese ungleichmäßigen Muster können auch unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Ja, manchmal können unerwartete Beats dazu führen, dass sie tanzen oder sogar nachdenken möchten. Musik ist ein so mächtiges Ausdrucksmittel. Hast du ein Lieblingslied, das mit Mustern spielt? Das tue ich. Da ist dieses Lied, das langsam anfängt, dann plötzlich schneller wird und das Tempo ändert. Es beschäftigt mich. Das klingt unglaublich. Ich liebe Songs, die dich auf eine solche Reise mitnehmen. Genau. Es ist wie eine Achterbahnfahrt für deine Ohren.
Und jede Drehung und Wendung enthüllt etwas Neues. Kein Wunder, dass Musik so faszinierend ist. Das ist es wirklich. Ich denke, wir sollten irgendwann mehr solche Songs zusammen erkunden. Tolle Idee! Wir könnten eine Playlist mit unseren Lieblingsliedern erstellen, die Muster brechen. Das würde so viel Spaß machen. Lass uns bald damit anfangen. Lektion 12. Kreativität entfesseln. Hey Anna, hast du schon einmal versucht zu malen, um deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen? Hallo John, ja, ich liebe es absolut. Es ist so ein fantastisches Ventil für Emotionen. Ich stimme zu. Wenn ich male, fühlt es sich an, als würde ich all meine Gedanken auf die Leinwand bringen. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Was malst du normalerweise? Ich mag abstrakte Kunst. Es ermöglicht so viel Freiheit bei Farben und Formen. Abstrakt klingt interessant. Ich bevorzuge Landschaften. Sie helfen mir, mich mit der Natur zu verbinden. Landschaften sind wunderschön. Hast du einen Lieblingsplatz, der dich zu deinen Bildern inspiriert? Ja, die Berge. Ihre Majestät bringt mir immer Frieden und Inspiration. Das ist wunderbar. Ich finde oft Inspiration im Chaos der Stadt. Urbane Szenen können lebendig sein. Die Energie und Bewegung eignen sich hervorragend für Kreativität. Unbedingt. Manchmal sitze ich einfach in einem Café und skizziere Leute. Es ist faszinierend. Das klingt nach einer lustigen Aktivität. Leute zu beobachten kann zu einigen brillanten Ideen führen. Das tut es wirklich. Außerdem ist es interessant zu sehen, wie verschiedene Persönlichkeiten zum Leben erweckt werden. Ich liebe das. Jede Person hat ihre eigene Geschichte. Es ist, als würde man einen Moment in der Zeit festhalten. Genau. Und es ist erstaunlich, wie aus einem kleinen Detail ein ganz neues Konzept entstehen kann. Ja, sogar ein Schatten oder eine Farbe können die gesamte Stimmung eines Stücks verändern. Apropos Farben, hast du eine Lieblingsfarbe, mit der du arbeiten kannst? Ich liebe Blues. Sie erinnern mich an das Meer und schaffen eine beruhigende Atmosphäre. Blues sind herrlich. Ich neige dazu, Rottöne wegen ihrer Kühnheit und Energie zu bevorzugen. Das ist eine gute Wahl. Rottöne können Leidenschaft und Begeisterung in der Kunst hervorrufen. So wahr. Ich denke, wir sollten irgendwann zusammen eine Malstunde machen. Das wäre unglaublich. Wir könnten uns gegenseitig inspirieren und Spaß haben. Definitiv. Planen wir einen kreativen Tag voller Farben und Lachen. Lektion 13. Wenn ich ein Riese wäre. Hey Anna, hast du dir jemals vorgestellt, wie es wäre, ein Riese zu sein? Hallo John, oh, auf jeden Fall. Wenn ich ein Riese wäre, könnte ich nicht in mein Haus passen. Richtig. Ich müsste in einem Schloss oder vielleicht in einem riesigen Baumhaus leben. Ein Baumhaus klingt unglaublich. Es würde sich anfühlen, als würde man in einem Märchen leben. Genau.
Ich könnte nach oben klettern und alles von oben sehen. Das wäre atemberaubend. Was würdest du mit all dieser Höhe machen? Ich würde wahrscheinlich Leuten helfen. Stell dir vor, du könntest hohe Orte für Bedürftige erreichen. Das ist eine tolle Idee. Du könntest Katzen retten, die in Bäumen stecken. Ja. Und ich könnte beim Bau helfen, indem ich schwere Materialien leicht anheben konnte. Du wärst ein riesiger Superheld. Wie wäre dein riesiger Name? Wie wäre es mit Se Gentle Giant? Es ist freundlich und einprägsam. Ich liebe es. Ich wäre Se Kind Kolossus und würde überall Freundlichkeit verbreiten. Das ist perfekt. Wir könnten uns zusammenschließen und ein unaufhaltsames Duo sein. Zusammen würden wir alle möglichen Probleme in der riesigen Welt lösen. Stell dir vor, wie viel Spaß es machen würde, auf einem riesigen Platz Basketball zu spielen. Oder machen Sie riesige Picknicks mit riesigen Sandwiches. Und wir könnten alle unsere Freunde einladen, sich uns anzuschließen. Ja, jeder würde mit uns abhängen wollen. Es wäre eine tolle Zeit. Ich kann mir das Lachen und den Spaß, den wir haben würden, schon vorstellen. Es ist so eine verrückte Idee, aber es bringt mich zum Lächeln, wenn ich darüber nachdenke. Manchmal ist es am besten, sich das Unmögliche vorzustellen, um Kreativität zu entfalten. Unbedingt. Es macht Spaß, groß zu träumen, auch wenn wir keine Riesen sind. Wer weiß? Vielleicht werden wir eines Tages Geschichten über unsere riesigen Abenteuer schreiben. Lektion 14. Die Wunder der Natur. Hey Anna, hast du in letzter Zeit draußen verbracht? Hallo John, ja, ich liebe es draußen zu sein, besonders in der Natur. Das klingt toll. Gibt es Wälder in der Nähe, wo du hingehst? Unbedingt. Nur ein paar Meilen von meinem Zuhause entfernt gibt es einen wunderschönen Wald. Das ist genial. Was gefällt dir am meisten daran, den Wald zu besuchen? Ich liebe die Ruhe und die frische Luft. Es ist so friedlich zwischen den Bäumen. Das kann ich mir vorstellen. Das Rascheln der Blätter muss so beruhigend sein. Das ist es wirklich. Manchmal sitze ich ruhig da und höre den Vogelgezwitscher zu. Das klingt wunderbar. Gehst du oft im Wald wandern? Ja, das tue ich. Wandern ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Es ist auch ein großartiges Training. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine fantastische Möglichkeit, neue Wege zu erkunden und versteckte Orte zu entdecken. Genau. Ich habe einmal beim Wandern einen versteckten Wasserfall gefunden. Es war atemberaubend. Ein versteckter Wasserfall? Das klingt magisch. War es schwer zu erreichen? Es war ein bisschen herausfordernd, aber es hat sich absolut gelohnt. Die Aussicht war unglaublich. Das würde ich gerne sehen. Machst du oft Fotos, wenn du da draußen bist? Ja, ich liebe es, die Schönheit der Natur einzufangen. Es ist, als würde ich einen Moment in der Zeit einfrieren.
Das ist eine großartige Möglichkeit, sich an deine Abenteuer zu erinnern. Was ist dein Lieblingsfoto? Ich habe ein Bild von einem Sonnenuntergang, der durch die Bäume schaut. Es ist atemberaubend. Das klingt wunderschön. Sonnenuntergänge im Wald müssen für so warme Farben sorgen. Das tun sie. Die Natur hat die Art, den Himmel mit unglaublichen Farben zu malen. Ich würde mich freuen, dich bei deinem nächsten Waldabenteuer zu begleiten. Das wäre fantastisch. Wir könnten erkunden, wandern und viele Fotos machen. Lass uns das bald planen. Die Natur ruft uns zu einem weiteren Abenteuer auf. Lektion 15. Fitnessspaß. Hey Anna, hast du in letzter Zeit mit deinem Training Schritt gehalten? Hallo John, ja. Ich habe verschiedene Routinen ausprobiert. Es hat viel Spaß gemacht. Das klingt lustig. Was für Workouts machst du? Ich habe Cardio mit Krafttraining gemischt. Das macht die Dinge interessant. Nett. Ich liebe Cardio. Es ist eine großartige Möglichkeit, Energie und Stimmung zu steigern. Unbedingt. Und Krafttraining hilft beim Muskelaufbau. Hast du irgendwelche neuen Übungen ausprobiert? Ich habe vor kurzem angefangen, Yoga zu machen. Es ist herausfordernd, aber so lohnend. Yoga ist fantastisch. Es verbessert die Flexibilität und hilft auch bei der Entspannung. Genau. Ich fühle mich nach einer Sitzung so viel zentrierter. Wir sollten irgendwann zusammen eine Trainingseinheit planen. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten unsere Routinen für ein Ganzkörpertraining kombinieren. Ja, ich kann dir ein paar lustige Kraftübungen zeigen und du kannst das Cardio leiten. Klingt nach einem Plan. Wir werden das Beste aus beiden Welten haben. Und wir können uns gegenseitig motivieren, unsere Grenzen zu überschreiten. Definitiv. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund zu trainieren. Außerdem können wir Tipps und Tricks teilen, um unsere Techniken zu verbessern. Ich liebe das. Wir könnten sogar eine Mini-Herausforderung für uns selbst erstellen. Eine Herausforderung klingt spannend. Was sollte es sein? Wie wäre es mit einer Woche, in der du jeden Tag neue Übungen ausprobierst? Das ist perfekt. Das hält uns auf Trab und verhindert Langeweile. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Lass uns einen Termin für unsere erste Trainingseinheit vereinbaren. Lektion 16. Produktive Vormittage. Hey Anna, ich habe gehört, du hattest einen schönen Morgen. Was hast du gemacht? Hallo John. Ja, ich freue mich, dass du gefragt hast. Ich hatte die Gelegenheit, meine Pläne für die Woche durchzugehen. Das klingt produktiv. Was sind einige der Höhepunkte Ihrer Pläne? Ich konzentriere mich auf ein neues Projekt bei der Arbeit und freue mich über die Ideen, die ich mir ausgedacht habe. Das ist fantastisch. Kreative Projekte können so anregend sein. Worum geht es in dem Projekt? Es ist eine Marketingkampagne für ein neues Produkt. Ich möchte,
dass es fesselnd und unterhaltsam ist. Engagierende Kampagnen sind unerlässlich. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen können? Ja, ich denke darüber nach, Humor und Geschichten erzählen zu verwenden, um mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Das ist ein cleverer Ansatz. Die Leute lieben Geschichten, besonders wenn sie lustig sind. Genau. Es macht die Botschaft einprägsam und nachvollziehbar. Was ist mit dir? Irgendwelche Pläne? Ich arbeite diese Woche daran, meine Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern. Das klingt nützlich. Welche Strategien erwägen Sie anzuwenden? Ich möchte die Pomodoro-Technik ausprobieren, in konzentrierten Schüben mit Pausen dazwischen arbeiten. Davon habe ich gehört. Es hilft wirklich, den Fokus aufrecht zu erhalten und reduziert Burnout. Ja. Außerdem ist es schön, sich mit kurzen Pausen zu belohnen. Verwenden Sie irgendwelche Zeitmanagement-Techniken? Normalerweise erstelle ich tägliche To-Do-Listen. Es hilft mir, organisiert und motiviert zu bleiben. To-Do-Listen sind großartig. Ich liebe es, erledigte Aufgaben abzuhaken. Es fühlt sich befriedigend an. Das tut es wirklich. Manchmal füge ich zusätzliche Aufgaben hinzu, nur um dieses Gefühl mehr zu genießen. Das ist ein kluger Trick. Ich könnte auch damit anfangen. Es könnte meine Motivation steigern. Wir sollten uns diese Woche gegenseitig für unsere Ziele zur Rechenschaft ziehen. Definitiv. Schauen wir uns gegenseitig an, um unsere Fortschritte zu teilen. Lektion 17. Neue Begegnungen. Hey Anna, hast du den neuen Kollegen schon im Büro getroffen? Hallo John, nein, ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Wer ist es? Ihr Name ist Jane. Ich habe sie gestern getroffen und sie scheint wirklich nett zu sein. Oh, das ist großartig. Was hältst du von ihr? Ich fand sie freundlich und sehr zugänglich. Wir hatten ein nettes Gespräch. Das klingt vielversprechend. Worüber habt ihr zwei gesprochen? Sie teilte ihre früheren Berufserfahrungen und ihre Leidenschaft für Marketing mit. Nett. Ich liebe es, von den Hintergründen der Leute zu hören. Es ist immer interessant. Unbedingt. Sie erwähnte, dass sie gerne an kreativen Projekten arbeitet. Das ist fantastisch. Wir könnten definitiv mehr Kreativität in unserem Team gebrauchen. Ja. Ich denke, sie wird ein paar frische Ideen einbringen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Was hat sie noch gesagt? Sie erwähnte auch, dass sie gerne wandert und neue Orte erkundet. Wirklich. Wir sollten sie einladen, uns auf unserer nächsten Wanderung zu begleiten. Das ist eine tolle Idee. Das würde ihr helfen, sich stärker in das Team integriert zu fühlen. Genau. Außerdem ist es eine unterhaltsame Art, außerhalb des Büros Kontakte zu knüpfen. Ich stimme zu. Es ist immer schön, mit Kollegen in einer anderen Umgebung in Kontakt zu treten. Ich frage mich, ob sie irgendwelche Lieblingswandergebiete hat, die sie mit uns teilen kann.
Das wäre interessant zu wissen. Wir könnten zusammen ein paar neue Abenteuer planen.